Wir wollen auf jeden Fall euch das zeigen, was das drückt. Wenn wir da den Zylinder schön drauf tun. Also der Kopf geht gar nicht drauf. Das sehe ich jetzt schon. Jetzt bin ich gespannt. Ah, herrlich. Ich liebe Prüfstand. Das ist schon geil. Ja, herzlich willkommen. Hallo miteinander. Jetzt geht's los. Das ist natürlich der spannendere Teil. Die Montage plus natürlich, was am geilsten ist, klar, Prüfstand schauen, was drückt das Ding wirklich ab. Wir sind sehr gespannt. Ihr wisst jetzt, um was es geht. Und ich würde sagen, das Ding drauf, dann fein abstimmen, das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Das braucht einen Moment, ja. Das zeigen wir natürlich nicht so ausführlich, ist klar. Wir zeigen viel, aber natürlich alle Geheimnisse wollen wir auch nicht verraten. Ja gut. Nummerli auf den Düsen siehst du nicht im Video. Also. Ja, das stimmt. Aber das braucht einfach ein bisschen Zeit und ein bisschen Ruhe. Und ich schaue, dass wir einen Prüfstand haben, weil wir haben das Problem, das darf man natürlich auch noch sagen, dass der Prüfstand, unser P4, der hat Probleme mit der Zündung, mit der alten Zündung und der Brechzündung. Entweder bringen wir den an oder wir haben noch ein Ass im Ärmel, einen kleinen. Wir wollen auf jeden Fall euch das zeigen, was das drückt, und wir selber wollen es natürlich auch wissen. Wir wollen es auch wissen. Also gut. Zahlen, die lügen nicht. Ja, es ist so. Viel Spass beim Montieren, würde ich sagen. Ja, merci. Los geht's. Jetzt tun wir hier den Kümmer noch schnell anschrauben. Noch mit ein bisschen Schraubensicherung. Ich tue natürlich zuerst mal alle Schrauben lose rein. Weil sein, dass das Lochbild nicht genau stimmt. Solange die Schrauben lose sind, kann man den Ansug, also den Auslassstutzen noch bewegen. Und dann, wenn alle Schrauben drin sind, können wir es anziehen. Da muss man ein bisschen vorwärts machen, bevor das Loctite anfängt zu kleben. Die funktionieren so, dass ja, solange Sauerstoff in der Umgebung ist, bleibt er flüssig. Darum bleibt er auch da drin flüssig. Sobald er dann da irgendwo reingeschraubt ist kein Sauerstoff mehr da und dann fängt er an zu kristallisieren. So, jetzt hat es da ganz viele Dichtungen. Das ist eben noch hure clever. Es gibt ja die alten Motoren mit 2 Überströmkanälen und die neuen mit 3 Kanälen. Und SIP hat jetzt das tatsächlich mitgeschnitten, dass man einen Zylinder auch so anfertigen kann, dass es eben für beide passt. Man sieht es hier, oder? Wir haben eine Fußdichtung mit Fenster, hier, der 3. Kanal, und wir haben eine Fußdichtung, was nur angedeutet ist. So kann man eben bei den 2-Kanal-Motoren mit dieser Fußdichtung den Kanal hier abdecken. Und jetzt hier haben wir ja einen TS, der hat eben schon den neuen Motor mit dem 3. Kanal, dann nehmen wir diese Fußdichtung. Wir nehmen den Krümmer noch mal runter. Im Säckchen der PX-Dichtungen ist eine Auspuffdichtung vorgekommen. Tada, die montieren wir natürlich. Jetzt tun wir halt hier noch mal ein bisschen Frisches an. Das Stossspiel. Das wir schnell kontrollieren. Der Kolbenring ist parallel zu der Laufbahn. Dann haben wir hier ein Spältchen von gut 2 Zettel. Das ist gut so, das können wir einbauen. Also die Kolbenbolzensicherung bei diesen Kölben ist eigentlich ein Drahtring aus Federstahl. Das ist eine extrem zuverlässige, gute Lösung. Wie bei den normalen Sägerringen haben auch die natürlich ein offenes Ende. Und das offene Ende sollte eigentlich oben oder unten vom Kolben sein. Das ist auch wichtig, weil wenn man es dann später rausnehmen will, kann man hier durch das Fenster mit dem Spitzzängchen rausgrübeln. Also ich schaue jetzt noch schnell rein und weiss, jetzt weiss ich es nicht mehr. Die Drahtsicherung ist da. Dann nehme ich es so in die Finger, wie ich es dann haben will. Jetzt müssen wir den gut andrücken, den Bolzen durchdrücken und dann immer kontrollieren, ist der Ring tatsächlich rundum schön in den Einstich eingeschnappt. Dann tue ich die Position der Kolbenring. Dort, wo der Stoss ist, hat es ja einen Stift in den Kolben eingepresst, sodass sich der Kolbenring nicht drehen kann, sonst kommen sie nämlich in die Kanäle rein. Und dass ich weiss, wo die sind, tue ich mir das hier anzeichnen. Das ist manchmal noch recht hilfreich, wenn wir jetzt den Zylinder drauf tun. Beim Zylinder mache ich es so, ich habe jetzt die dünnste Papierdichtung, dann kommt da eben unsere Platte und dann nehme ich nochmal die dünnste Papierdichtung. Und jetzt tue ich es nur einmal trocken, ohne Dichtmasse, ohne nichts zusammenbauen, dass wir Quetschkanten messen können. Da ist jetzt aber alles trocken, da tun wir noch ein bisschen Öl an. Also, der Kolben ist schon montiert. Wenn wir da den Zylinder schön drauf tun, manchmal verschieben sich die Ringe noch verschieben, dann sehe ich eben trotzdem, wo es hin müssen. So. Ich
sieht schon, der Kolben schaut über die Zylinderlaufbahn raus. Stellen wir wirklich auf OT. Und der schaut ja, fast 4 Zettel raus, also der Kopf geht gar nicht drauf. Mit diesen Fußdichtungen kommen wir nie an. Das sehe ich jetzt schon. Da hat es eine dickere. Die hier, die grüne. 0,5 mm. Und was haben wir da? 1,5. Das ist zu viel. 0,3. Naja, da packen wir mal alles drunter, was wir haben. So, jetzt sieht es schon viel besser aus. Also ich habe jetzt hier mal eine Kombination von Dichtungen gefunden. Ich tue immer zuerst einfach mit dem Messschieber mal so ganz grob schauen, wo stehe ich. Jetzt habe ich hier gerundet etwa 0,8. Und wenn ich hier messe, habe ich 0,3. Gibt 1,1 mm. Das ist eigentlich eine gute Quetschkante. Darunter würde ich jetzt nicht mehr gehen. Aber so 1,1, 1,2 ist gut. Jetzt tue ich den Kopf drauf und dann tue ich das Ganze noch mit Lötzinn wirklich verschraubend messen. Und dann nehme ich es wieder auseinander, abdichten, Auspuff dran und dann fange ich an abstimmen. Wir sehen uns wieder in 2 Tagen, wenn alles zusammen ist, aber das abgestimmt ist auf dem Prüfstand. Ja, herrlich. Ralf, die letzten 2 Tage hier im stillen Kämmerli. Du hast da diverse Sachen ausprobiert. Erzähl mal schnell, was ist da gegangen? Ja, da ist einiges gegangen. Ja. Ist halt bei einem neuen Zylinder, da musst du ein bisschen spielen. Ich habe mit 2 Auspuffen gespielt, mit dem Zipro 2 und der Polini-Box. Sehr, sehr unterschiedliche Resultate, sehr spannend. Und dann habe ich noch sowohl den 20 mm wie auch den 24er Vergaser getestet. Ja. Mit und ohne Luftfilter und einfach volles Programm. Ja. Und ich habe noch gemerkt, der Zündzeitpunkt ist auch ziemlich wichtig. Also ich hatte den Schwung etwa 5-mal unten, bis ich dann einen Zündzeitpunkt gefunden habe, der über das ganze Band relativ gut funktioniert. Unten raus will man eher Frühzündung, oben raus willst du lieber eher später. Oder? Aber der Unterbrecher zündet ja genau richtig. Am gleichen Ort. Die erste Messung hatte ich zu wenig Vorzündung. Ja. Hat der Oberhauser gar nichts mehr machen. Ja. Mit mehr Vorzündung ist es dann gegangen. Okay. Das Fahrverhalten bei diesen Vespas finde ich eigentlich geil, dass die unten raus so einen schönen Dampf haben. Ja. Das ist halt der Hubraum, oder? Das ist ganz klar. Der Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Das ist einfach so. Das ist einfach so, ja. Ja. Und die letzte, die wir gemacht haben, sind ja 177 Kubik. Genau. 13 PS. Von 5,5 auf 13 PS, also die ist ja richtig mies gelaufen am Anfang. Auf dem Prüfstand misst man immer im zweithöchsten Gang. Also da ist es das 4-Gang-Getriebe. Der 4. Gang ist ja in der Regel so übersetzt, dass er bei Vollgas nicht mehr auf die volle Leistung kommt. Darum macht die Messung im letzten Gang keinen Sinn. Man nimmt den zweitletzten Gang, dann dreht man ihn voll aus. Oder? Auf dem Schema steht ja dann auch die theoretische Höchstgeschwindigkeit. Da sagen viele Leute, was, der läuft nur 75. Ja, im 3. Gang. Kannst du noch schalten, dann zieht es nochmal. Jetzt machen wir halt noch ein Lärm da. Ja, das ist geil. Ah, herrlich. Ich liebe Prüfstand. Das ist schon geil. Das ist halt ehrlich, oder? Dann kannst du nicht sagen, ja, er hat etwa so, oder? Genau. Das gefühlte Zeug ist alles Bullshit. Ja, da haben wir 125 Kubik mit 9,8. Aufgerundet 10. Ja, genau. Für gleich viel Kubik haben wir jetzt doppelt so viel Leistung. Erzähl mal schnell die Leistungsdifferenz, die das hat in den Drehzahlbereichen. Ich habe jetzt hier 5 Messungen übereinander gelegt. Ja. Der rote hier unten, das ist der Originale. Okay. Und dann habe ich den Zip Road drauf gemacht. Der Zip Road ist der Orange. Der dümpelt extrem lang um und erst da hinten. Bei 5000 Umdrehungen fängt er ein bisschen an zu ziehen, dreht aber schön aus. Ja. Und da hinten kommen bis fast 8000 Umdrehungen. Ja. Das macht keinen Spass. Der kommt nicht unten raus. Dann habe ich den Polini-Auspuff drauf gemacht. Zuerst mit dem kleinen, mit dem 20er Vergaser. Das ist die grüne. Und dann habe ich noch den grossen, den 24er Vergaser drauf tun. Das ist dann die blaue und die schwarze. Das ist einmal mit und einmal ohne Luftfilter. Der schwarze ist ohne, genau. Und der blaue ist mit. Ja, ist schon noch spannend. 125 Kubik kannst du einfach das Doppelte rausholen mit einem mehr oder weniger Stecktuning. Nein, es ist eigentlich ein Stecktuning. Es ist ein Stecktuning. Ja, aber natürlich einfach fein abgestimmt, oder? Ein richtig moderner
Zylinder, also die haben ja alles eingebaut, was man einbauen kann. Oder? 6 Überströmkanäle, Auslass mit Nebenauslässen. Ja, voll. Das ist ein grobes Ding. Ja. Also mit einem irgendeinem Reso-Auspuff und einem grossen Vergaser, um ein bisschen Rennen zu fahren, würde das noch mal anders klar. läuten. Ja, aber einfach so für auf die Straße, zum draufstecken. Ja. Coole Sache. Ja, absolut. Und halt eben die Hubraumerweiterung, das ist wichtig, oder? Die hast du nicht. Genau, wir bleiben legal. Wir bleiben bei 125 Kubik. Ja, genau. voll. Also, legaler. Legaler, ja, genau. Ja, geil, schön. Also ich würde sagen, bringt das Ding vorbei, wenn euch das kützelt. Der Ralf hat Bock drauf. Jetzt unbedingt, kennt er auch den Zylinder. Ja. Das ist eben noch spannend, aber du musst es wirklich kennenlernen. Mit was, welche Komponenten. Ja, das ist wirklich brutal. Oder? Wenn du das erste Mal drauf machst, eine Hausnummer hast du immer. Aber eben, das ist zwischen der Zip Road und der Polini-Auspuff dermaßen unterschiedlich reagieren. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich versetze jetzt also tatsächlich den Ständer und mache die Polini-Box drauf. Ja. Es hat aber nicht mit dem Lärm zu tun, sondern weil der Polini-Auspuff wirklich viel früher anspricht. Ja. Oder? Weil der hat 1000 Umdrehungen tiefer schon Maximalleistung. Ja, das ist wirklich geil. Ja. Also, normalerweise tue ich ja die mit 20er Vergaser. Ich sage immer, das macht keinen grossen Unterschied. Der hat noch einen alten Vergasertyp drin. Luftkorrekturdüse. Okay, die ist fest verpresst in der alten Ausführung. Und wenn ich den Vergaser schon wechsle, mache ich natürlich den 24er drauf. Der hat auch noch mal ein PS mehr. Voll. Eben das Ganze mit Unterbrecherzündung. Ich hoffe, irgendein Kunde bringt einen PX. Wäre natürlich extrem spannend, den Zylinder auch noch auf einem PX mit einer elektronischen Zündung anzuschauen. Das ist ein guter Zylinder. Ja. Wenn ihr wollt, im Sommer oder im Frühling besser gesagt, Spass habt, ihr seht es, der Ralf ist gickerig, er ist da, er hat jetzt auch mehr Zeit als dann im Frühling. Wir können es noch immer wieder sagen. Genau. Wirklich macht euch gefasst, im Frühling, wenn die Sonne kommt, dann sind alle überlastet. Oder? Dann hast du halt sofort 3 Monate Wartezeit. Wenn es dann auch lange bringe das Zeug vorbei. Danke vielmals, Ralf. Ich lerne auch immer wieder viel dazu und es ist wirklich einfach ein spannendes Thema. Zweitakt über alles, ich finde es einfach immer wieder geil. Somit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und macht's gut. Ja, schöne Weihnachten. Ah nein, das kommt nachher. Genau.